Hallo meine lieben Nähfreunde! Heute testen wir mal 5 verschiedene Nähhelfer, die richtig kurios sind. Eigentlich fing alles mit diesem Teil hier an. Das ist mir irgendwie im Netz begegnet bei Nähwelt Flach. Und als ich mir das rausgesucht habe, weil ich das mal für euch testen wollte, sind mir noch 4 andere Sachen in die Hände gefallen, die ich euch gerne mal vorstellen möchte. Alle 5 Dinge, die ihr jetzt von mir gezeigt bekommt, bekommt ihr aktuell bei Nähwelt Flach. Übrigens ist dieses Video nicht gesponsert, aber wenn ihr meine Links zum Einkaufen benutzt, unterstützt ihr meinen Kanal. Manchmal bin ich auf Unterstützung angewiesen und ihr könnt mich ganz leicht unterstützen. Abonniert einfach diesen Kanal und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Zum Beispiel zu kostenlosen Nähanleitungen oder wenn ich mal wieder was teste. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn am Ende des Videos werde ich ein Ranking mit diesen 5 Nähtools vornehmen und sag euch mal, was mir am besten und am schlechtesten gefallen hat. Meine Auswahl ist jetzt sehr primlastig. Natürlich könnt ihr bei Nähwelt Flach auch viele andere Prim-Produkte kaufen. Zum Beispiel habe ich mir erst eine neue Nähschere gekauft. Die Links zu allen Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir beginnen mal und schauen uns das erste Teil an. Ein Radiergummi für Stoff. Ja, richtig gehört. Ein Radierer für Stoff. Laut Produktbeschreibung soll dieser Stoffradierer Bleistiftzeichnungen oder Markierungen auf Stoff wegradieren. Schauen wir uns den mal ganz genau an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich male mit Bleistift tatsächlich gar nicht auf Stoff rum. Deswegen würde ich gerne einmal andere Stifte ausprobieren auf meinem Stoff, wie zum Beispiel Kugelschreiber, und schauen, ob dieser Radierer vielleicht auch noch für andere Stifte geeignet ist. Also ich habe jetzt mit dem Kugelschreiber eine Markierung gemacht. Und dann nehme ich noch Schneiderkreide und probiere die aus. Hier habe ich mal ganz pinke Schneiderkreide genommen. Erstens, damit man die gut sehen kann. Und zweitens, dass man hier auch wirklich eindeutig feststellen kann, ob man die wegradieren kann. Also dieser Radierer fühlt sich an wie ein normaler Radierer und nutzt sich auch genauso ab. Aber Kugelschreiber bekomme ich damit wirklich gar nicht rausradiert. Bei der Schneiderkreide sieht es da ein bisschen anders aus. Die bekomme ich ganz gut raus. Okay, also das sieht gut aus. Ja, die scheint wegzugehen. Ich versuche nochmal eine größere Stelle und ein bisschen mehr aufzudrücken. Mal schauen, ob das dann immer noch weggeht. Wenn das jetzt gelingt, dann könnte man ja sagen, dass dieser Radierer für Bleistift und für Schneiderkreide geeignet ist. Dann hat er wenigstens 2 Funktionen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ist der Radiergummi vielleicht ein bisschen teuer. Vielleicht tut es ja auch ein normaler. Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Vielleicht probiert ihr das mal aus. Schaut mal, wie schön dieser wirklich pinke Fleck hier eigentlich weggeht. Also ihr könnt dann wirklich auch bei euren Markierungen richtig starke Farben nutzen und könnt die mit diesem Radierer gut wegradieren. Damit ist dieser Radierer nicht wirklich schlecht, aber auch in meinen Augen nicht so richtig gut. Benutzt ihr eigentlich schon ein paar dieser Nähhelfer? Schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare. Ich möchte gerne wissen, für was ihr die benutzt und wie ihr die so findet. Und welcher von denen gefällt euch am besten? Als nächstes möchte ich euch das Parallelkopierrad Multi von Prim Ergonomics vorstellen. Das sieht sowas von interessant aus, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Wie ihr oben an dieser Zeichnung auf der Packung seht, soll es ja Nahtzugaben anzeichnen. Das ist wirklich der Hauptsinn dahinter. Und dass es eben ein Kreiderad ist, das ergonomisch geformt ist. Also ohne Ermüdung kann hier angeblich gearbeitet werden. Das probieren wir aber mal aus. Es liegt dabei wirklich sehr gut in der Hand. Die Striche sind fein und präzise, also das gefällt mir richtig gut. Man baut den dann hier einmal auseinander, um die zweite Funktion nutzen zu können. Und zwar muss man hier seinen Kreidestift einsetzen. Und zusätzlich habt ihr dann dieses Rädchen hier dran. Das hat 3 verschiedene Stufen zum Einstellen. Das kann bei 4 cm, 2,5 und 1,5 cm einrasten. Und das sind dann eure parallelen Nahtzugaben, die ihr einzeichnen könnt. Für mich ist das eher ein Saum als eine Nahtzugabe, aber wir wollen das sehr gerne mal ausprobieren. Und ich schaue jetzt mal. Ja, es rastet auch gut ein, es hält auch gut, wie das funktioniert. Also das Rad führe ich an der vorherigen Linie oder eben am Schnittmuster lang. Und mein Kreiderad zeichnet dann parallel die Linie dazu ein. Zum Beispiel hier bei einer schrägen Linie funktioniert das. Ich muss das ein bisschen langsam machen, weil ich halt dieses Gerät noch gar nicht kenne. Aber mit der Zeit kommt da auf jeden Fall Routine rein.
Für den Härtetest habe ich mir hier ein Nähprojekt überlegt, bei dem ich mehrere dieser Gegenstände testen kann. Und zwar habe ich versucht, hier Jersey anzuzeichnen. Hier wollte ich gerne eine Saumlinie anzeichnen von 2,5 cm und habe festgestellt, wenn man das Rad ein bisschen vor und zurück benutzt, eigentlich fast wie bei einem Rollschneider, so ein bisschen vor und zurück schiebt beim Anzeichnen, funktioniert es viel, viel besser, denn Jersey staut sich so ein bisschen vor diesem Rad auf. So funktioniert es aber sehr, sehr gut. Genauso hier oben an dieser Saumkante, die ist ja so ein bisschen gebogen und geschwungen, das zeichnet sich ganz so gut an, aber mit diesem Helfer wird das wohl gut funktionieren. Ich brauche hier übrigens 3 cm, deswegen nutze ich hier so ein Zwischenstück und messe das einfach mit dem Lineal nach. Das funktioniert auch. Man darf nur nicht an das Rädchen kommen, das würde sich jetzt an dieser Stelle sehr leicht verschieben, weil es nicht eingerastet ist. Wenn man das so benutzt, also hinten anfasst, geht es sogar noch ein bisschen einfacher und ist für mich zumindest viel präziser. Schaut mal, wie schön ich diese Linie und wie schnell vor allem ich die einzeichnen konnte. Und jetzt kann ich meine Leggings auch direkt zuschneiden. Für die Transparenz blende ich euch zu Beginn immer die Preise zu den Nähhelfern ein. Dieses ist eins der teureren, hat aber auch sehr viel Zubehör. Es hat zum Beispiel auch eine Schutzkappe, damit man dieses Kopierrad nicht aus Versehen bedienen kann. Und eben diese 2 Funktionen, und das finde ich damit schon ganz stark. Ich möchte euch unbedingt ein Werkzeug vorstellen, das nennt sich Pfriem, mit P geschrieben. Das klingt nicht nur witzig, sondern hat auch eine richtig tolle Funktion. Und zwar macht es Löcher in Stoff, Leder und Papier, die 1 bis 5 mm groß sind, genauso wie du es eben brauchst. Und ich habe es erstmal ausprobiert. Ich habe erstmal richtig eng gewebten Canvas genommen und geschaut, wie leicht komme ich denn eigentlich mit dieser Spitze da durch. Übrigens nennt man so ein Werkzeug eine Ahle. Die wird vorrangig genutzt im Lederhandwerk, aber für den Hausgebrauch kann man das eigentlich auch benutzen. Hier habe ich einen Streifen Kunstleder und habe mal probiert, ob das einfach so funktioniert. Ich hatte jetzt keine Unterlage, deswegen war ich vorsichtig. Aber ich bin eigentlich recht schnell durchgekommen und habe ein annehmbar großes Loch gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie groß die Löcher für die Druckknöpfe sein müssen und ob ich da schnell durchkomme. Und siehe da, der Druckknopf ist schon drin. Genauso hier kann ich den Druckknopf wirklich einfach durch dieses Loch tun. Ja, das funktioniert schon richtig toll. Falls ihr zum Beispiel auch Stoff hinter diesen Druckknopf setzen wollt als Sicherung oder Wonderdots, könnt ihr dafür diesen Pfriem auch benutzen. Und das finde ich richtig stark, denn dadurch werden diese Druckknöpfe erstens ganz präzise gesetzt und zweitens habt ihr hier eine Möglichkeit, diese Löcher auch mit der Hand einfach zu stanzen, ohne ein großes, teures Tool kaufen zu müssen. Jetzt probieren wir aber nochmal direkt Jersey aus, das hatten wir noch nicht. Ja, funktioniert auch perfekt. Geht einfach durch und der Druckknopf sitzt sofort. Da haben wir wirklich gar keine Probleme. Und es leiert halt auch nichts aus. Der Stoff bleibt dann einfach stabil. Es wird einfach ein schnelles, kleines, präzises Loch mit dieser Spitze reingesteckt. Das ging wirklich schnell. Dabei liegt es auch gut in der Hand und dieser weiße Griff hinten kann als Verschlusskappe genutzt werden. So ist es sicher. Zurück zum Nähprojekt. Diesmal setzen wir ganz spezielle Stoffklammern ein. Und zwar nutzen wir jetzt die Magic Clips Mini im 6er-Pack von Taylor Seville. Die habe ich vorher noch nie gesehen, aber beim Stöber sind die mir begegnet. Diese Nähklammern soll man am Stoff lassen können und dran vorbeinähen können, denn die sind so schmal vorne, dass die unter das Nähfüßchen passen. Das musste ich unbedingt testen. Sowas habe ich vorher wirklich noch nie gesehen. Auf den Klammern gibt es Markierungen, und zwar ein Viertel-Zoll. Ich habe jetzt die Klammern einfach bis zum Ende angesteckt. Das wird sich nachher noch zeigen, dass das ein kleiner Fehler war, aber das ist nicht schlimm, das kann man nachkorrigieren. Denn man muss hier die Zoll tatsächlich ein bisschen mitrechnen oder zusammenrechnen. Man muss nämlich auf jeden Fall 4 mm Abstand lassen zwischen der Nähnadel und der Klammer. Und daraus ergibt sich dann die Nahtzugabe, mit der ich jetzt nähe. Ein Viertel Zoll sind ungefähr 6 mm, ein ganz kleines bisschen mehr. Dazu kommen die 4 mm Abstand. Das muss ich dann mit dem Augenmaß machen. Und dadurch komme ich auf 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, ich kann die Klammern gut verwenden. Für meine Leggings nutze ich jetzt übrigens den ganz schmalen Zickzackstich. Hier setze ich sie an, schaut mal, und ihr seht auch diesen Strich, diese Markierung, das ist ein Viertel Zoll. Und jetzt muss ich mit 4 mm Abstand nähen. Wie gesagt, das ist ein ganz enger Zickzackstich, der sieht fast aus wie ein Geradstich. Mit dem kann ich jetzt diese Leggings auch nähen.
Und tatsächlich funktioniert es. Also ich kann die Klammern drin lassen und mit dem Nähfüßchen drüber führen. Trotzdem sollte man natürlich auf seine Markierung an der Nähmaschine achten. Ich führe jetzt den Stoff einfach an dem 1 cm lang und dann müsste es doch klappen, oder? Ich habe trotzdem die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass ich auf so eine Klammer draufsteche. Aber es hat funktioniert, die Klammern sind noch dran und mein Nähgut ist komplett genäht. Und zuletzt gab es noch, auch wieder von Priem, diese Einzieher für elastische Bänder. Darum habe ich immer einen großen Bogen gemacht, weil ich ja oft auch die Sicherheitsnadel benutze, aber ich wollte das jetzt unbedingt mal ausprobieren. Heute benutze ich ja tatsächlich ein Gummiband mit 2 cm Breite. Das ist eigentlich für das größte Teil schon zu groß. Das ist begrenzt bis 1,8 cm. Das ist wirklich nicht groß, deswegen habe ich die halt noch nicht gekauft. Aber ein 2 cm Gummiband geht hier trotzdem super gut rein. Das ist okay. Wenn sich das ein ganz kleines bisschen umrollt am Ende, dann macht das ja nichts beim Einsortieren oder beim Einziehen. Und schaut mal, wie schnell das funktioniert. Leider ziehe ich ja meistens dickere Gummibänder ein, deswegen kann ich das leider nicht so häufig verwenden. Das geht wirklich nur bei dünnen Gummibändern oder runden Litzen. Da funktioniert das sehr, sehr gut. Zusätzlich haben diese Teile auch noch Löcher vorne, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Das nutzt man, um Gummis wieder rauszuholen, wenn man die nochmal reparieren möchte. Finde ich richtig stark. Wofür man die kleinen benutzt, weiß ich noch nicht so richtig. Da habe ich keine Funktion für. Aber dieses Gummiband hier einzuziehen, ist wirklich easy. Es ist auch auf der Verpackung direkt beschrieben, wie man das macht. Und das finde ich richtig toll. Ein Lineal ist übrigens auch aufgezeichnet. Da kann man mal nachmessen. Finde ich richtig praktisch und habe ich tatsächlich gebraucht. Okay, das sind richtig coole Sachen. Die liegen jetzt alle vor mir. Ich war wirklich super neugierig, wie die funktionieren und ob die überhaupt was bringen. Und fangen wir mal mit dem Ranking an. Auf meinem leider Platz 5 ist dieser Stoffradierer. Der hat für mich wirklich nur diesen einen Sinn, nämlich Schneiderkreide wegzuradieren. Nur ist es so, dass ich die sonst immer mit Wasser, also mit einem feuchten Lappen, einfach wegwische und nie ein Problem mit Schneiderkreide hatte. Deswegen weiß ich nicht so richtig, für was ich dieses Produkt eigentlich brauche. Wenn ihr das benutzt und vor allem gern benutzt, schreibt mir doch mal bitte, wofür. Mein Platz 4 geht dabei an diese Stoffklammern hier. Ich finde die Idee wirklich klasse, dass man die am Stoff lassen kann, während man näht. Nur leider ist die Funktion, naja, sagen wir mal, ein bisschen schwierig. Erstens sind die recht schwergängig und durch dieses Metall wird der Stoff ein bisschen gequetscht. Dabei sehe ich sie eher in der Verarbeitung mit Webware. Das heißt, für Jersey und Co. würde ich die jetzt nicht benutzen. Und ein riesiger Nachteil ist, dass es hier keine Zentimeter gibt, sondern dass wir in Inch umrechnen müssen. Mein Platz 3 ist dabei dieses Schneiderkreiderad. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit einem bestimmten Abstand eure Markierung auf den Stoff anzulegen und das funktioniert wirklich gut. Das Problem ist nur, dass man leider keine Nahtzugabe anzeichnen kann. Falls jemand von Priem zuschaut, bitte macht, dass ich hier 1 cm Nahtzugabe machen kann. 1,5 macht ja wirklich niemand. Das ist wirklich der größte Nachteil an diesem Teil, dass man keine Nahtzugabe anzeichnen kann, sondern wirklich nur zum Beispiel Säume. Aber an sich finde ich es richtig cool und ich werde es auf jeden Fall für Säume auch benutzen. Mein Platz 2 ist eigentlich unverdient, weil das habe ich in meinem Leben wirklich gebraucht. Und zwar sind das diese Einfädelhilfen für Gummis. Wer mich kennt, der weiß, dass ich es wirklich absolut hasse, Gummis einzufädeln. Mit den Teilen ging das aber richtig gut. Die sind klein genug, um durch den kleinsten Tunnel durchzukommen und funktionieren richtig gut. Platz 2 ist undankbar, weil ich es einfach richtig gut finde. Aber es gibt halt ein Produkt, das noch cooler war, weil es mich so überrascht hat. Platz Nummer 1 ist der Priem. Nicht nur, dass er diesen witzigen Namen hat und diese coole Funktion, dass er auch eine Schutzkappe dabei hat, die ich dann quasi mit im Griff benutzen kann. Er funktioniert auch super toll. Also wenn ich jetzt das nächste Mal Druckknöpfe anbringen muss, werde ich dieses Teil benutzen. Die Löcher, die dann in den Stoff gemacht werden, sind super präzise. Es ist genau die Größe, die man braucht und es ist wirklich sofort ein Loch drin, egal wie dick der Stoff ist, ob er dehnbar ist. Es funktioniert bei jeder Stoffart. Ich bin ein großer Fan. Ein kleiner Minuspunkt ist hier der Preis. Es könnte ein bisschen günstiger sein. Also dann, meine Lieben, sehen wir uns nächste Woche Freitag 19 Uhr wieder hier an diesem YouTube-Kanal oder in meinen Social-Media-Kanälen. Denn ich bespiele mit
Denn ich bespiele mittlerweile auch TikTok und Instagram, also schaut dort unbedingt mal vorbei, da gibt es noch mehr Nähwahnsinn und witzige Videos mit kleinen Fakten aus meinem Alltag. Macht's gut!